Er war ein Künstler, ein Lächeln, ein Gefühl. Ronaldinho war nicht nur ein Fußballer, er war eine Lebenseinstellung. Wenn er den Ball berührte, wurde das Spiel weich, fließend, mühelos. Millionen liebten ihn und Millionen flossen auch auf sein Konto. Doch genauso schnell wie er die Welt verzauberte, verschwand später auch sein Geld. Die Wahrheit über seinen Aufstieg, seinen Absturz und seine Rückkehr ist dramatischer, als die meisten Menschen ahnen. Ronaldinho begann seine Karriere bei Grêmio, aber sein finanzieller Aufstieg startete erst in Europa, in Paris und dann in Barcelona. Dort wurde er, ohne Übertreibung, zu einem der bestbezahlten Spieler der Welt. Sein Grundgehalt in Barcelona lag bei über 6 Millionen Euro pro Jahr. Doch das war nur die Basis. Sein echtes Geld kam aus der Welt außerhalb des Platzes. Nike, Pepsi, EA Sports, Coca-Cola, Garnier, Samsung, Marken, die Millionen ausgaben, nur um einen Bruchteil von Ronaldinhos Energie aufzusaugen. In seinen besten Jahren verdiente er über 20 Millionen Euro pro Jahr. Er war ein globales Gesicht, eine Ikone, ein lebender Magnet für Geld. Doch hinter dem Lächeln begann ein Problem, das größer war als jede Abwehrkette. Ronaldinho wusste nicht, wie man bremst, weder im Spiel noch im Leben. Sein Alltag wurde zu einer endlosen Parade aus Partys, Luxus, Autos, Reisen, Freunden, Feiern und Geschenken. Er war großzügig, zu großzügig. Jeder, der etwas brauchte, bekam es. Jeder, der eine Idee hatte, wurde unterstützt. Ronaldinho war ein Mann, der nicht Nein sagen konnte, und genau das machte ihn angreifbar. Während seine Einnahmen langsam sanken, erst nach seinem Wechsel zu Mailand, später nach Brasilien, blieben seine Ausgaben gleich oder stiegen sogar. Dazu kamen unzählige schlechte Investmententscheidungen. Immobilien, die nie fertiggestellt wurden. Unternehmen, die nur auf dem Papier existierten. Berater, die mehr nahmen, als sie gaben. Und dann passierte etwas, das seine finanzielle Welt zum Einsturz brachte. Ein Kokainskandal in Brasilien beendete seinen Coca-Cola-Vertrag im Wert von über 700.000 Euro pro Jahr. Ein kleiner Fehler, ein riesiges Loch im Konto. Doch der eigentliche Absturz kam später und brutaler. Die brasilianischen Behörden beschlagnahmten seine Konten, nachdem er ein Haus illegal bauen ließ. Die Strafe: über 2,5 Millionen Euro. Auf seinem Bankkonto fand man angeblich, und das ging weltweit durch die Presse, weniger als 10 Euro. Ronaldinho, der Mann, der Europa beherrschte, stand öffentlich als Pleitestar da. Und dann kam der Moment, der die ganze Welt schockierte. 2020 wurde er in Paraguay verhaftet, wegen eines gefälschten Reisepasses. Ein Weltmeister, ein Idol, im Gefängnis. In der Zelle gab es keinen Applaus, keinen Nike-Spot, keine Millionen. Nur Stille, Stille und Zeit nachzudenken. Dort erkannte Ronaldinho etwas, das viele Stars nie zugeben. Er war nicht arm geworden, weil er dumm war, sondern weil er zu gut war, zu vertrauensvoll, zu großzügig. Ein Mann, der immer lächelte, auch wenn andere dieses Lächeln ausnutzten. Doch in diesem Tiefpunkt begann auch seine Rückkehr. Nach seiner Freilassung wendete sich alles. Ronaldinho tat das, was er schon immer konnte: Menschen begeistern. Er unterschrieb neue Sponsoring-Verträge. Er wurde Botschafter für Marken, die seine Geschichte nutzten. Er spielte Showmatches. Er trat in Werbespots auf. Er war plötzlich wieder überall. Nicht als Fußballstar, sondern als Ikone. Und dann kam die digitale Welt. NFTs, Online-Kampagnen, Events, Autogrammtouren. Was früher sein Talent war, ist heute seine Marke. Und diese Marke ist stark. Ronaldinho ist nicht mehr der Millionär aus 2005. Aber er ist auch nicht der Pleitestar aus 2019. Heute verdient er wieder mehrere Millionen pro Jahr. Allein durch Medienauftritte, Social Media, Marketing und Fußballevents. Er ist stabil. Er steht besser da als in jedem Moment der letzten 10 Jahre. Doch das Wichtigste: er hat wieder Frieden. Das sieht man in jedem Lächeln, in jedem Foto, in jedem Video. Vielleicht ist das die wahre Geschichte seines Geldes. Nicht die Millionen, die er verlor. Nicht die Verträge, die geplatzt sind.
Nicht die Strafen oder die Schlagzeilen, sondern die Erkenntnis, dass Reichtum nicht in Zahlen gemessen wird, sondern in dem, was ein Mensch der Welt hinterlässt. Ronaldinho hat Millionen verloren, aber eines nie: die Fähigkeit, Menschen glücklich zu machen. Und vielleicht ist das der Grund, warum er, egal wie viel er hatte oder verlor, niemals wirklich arm war. Das ist die unglaubliche Geschichte seines Geldes. Eine Geschichte über Aufstieg, Absturz und Rückkehr. Eine Geschichte über einen Mann, der das Spiel geliebt hat und den die Welt bis heute liebt.